Ja, hallo, willkommen in Namibia. Wir sind jetzt in der Waterberg Region und wir haben hier eine schöne kleine Guestfarm entdeckt für uns. Sind direkt am Fuße des kleinen Waterbergs mit Blick auf den großen. Könnt ihr hinter mir vielleicht so ein bisschen noch erkennen, da hinten. Ja, und tolle Landschaften, relativ grün für Namibia, obwohl es ja auch Winter ist. Aber es gibt viel Buschwerk und Bäume. Also wunderbare Aussichten hier. Wir sind hier in so einem kleinen Bungalow. Ganz toll. Also der nächste Bungalow ist so weit weg, dass man den nicht sehen kann. Rundum bodentiefe Fenster. Man kann also die Sonne aufgehen sehen, sieht den ganzen Lauf und dann da, wo sie untergeht. Schöner kann es nicht sein. Ja, genug der Begeisterung jetzt über den Bungalow. Wir machen jetzt gleich einen Ausflug und dort gibt es Geparden zu sehen. Ich hoffe, dass Sie die vor die Linse bekommen. Es ist eine Fütterung angesagt, also das sollte eigentlich dafür sorgen, dass sie dann auch wirklich kommen. Und dann fahren wir noch ein bisschen in diese Ebene rein, nennt sich hier Klein Serengeti. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Landschaftsaufnahmen und vielleicht das eine oder andere Tier, was uns vor die Linse läuft. Also die Tierwelt ist hier fantastisch. Ich bin heute Morgen kurz rumgefahren, habe die Drohnenaufnahmen gemacht. Ach, es laufen einem Warzenschweine vor die Linse und dann diese kleinen Murmeltiere, ich weiß gar nicht, wie die heißen, blende ich euch mal unten ein, aber die habe ich jetzt nicht fotografiert. Und das Damara Dik-Dik, die kleinste Antilope, so groß, aber sieht aus wie Bambi, also so süß. Ja, also es gibt immer was zu fotografieren hier. Man muss halt nur die Kamera ständig umstellen, von Wildlife, also kurze Verschlusszeiten und dann wieder zurück auf Landschaft. Aber die Schwierigkeiten nimmt man natürlich hier gerne in Kauf. Also, hier bekommt ihr die Bilder von unserem Nachmittagsausflug. Viel Spaß dabei. Die Waterberg Farm ist über 400 Quadratkilometer groß. Wir durchqueren das Farmgelände mit dem offenen Safari-Jeep und fahren zum Cheetah Conservation Fund. Der Cheetah Conservation Fund CCF wurde 1990 in Namibia gegründet und widmet sich der Rettung von Geparden in freier Wildbahn. Verletzte oder verwaiste Jungtiere werden aufgenommen und gepflegt. Soweit wie möglich werden die Geparden wieder in freier Wildbahn ausgesetzt. Bei einigen Tieren ist dies aber nicht mehr möglich. Die Programme der CCF gehen auf die Belange der Wildtierpopulation und der menschlichen Gemeinschaften ein, die die Landschaft teilen. CCF züchtet anatolische Schäferhunde und Kangalhunde. Heute und seit Tausenden von Jahren wird die Rasse in der Türkei zum Schutz von Kleinvieh gegen Wölfe und Bären eingesetzt. Die Hunde werden als Welpen bei namibischen Bauern abgegeben. Die Welpen binden sich so an die Herden. Wenn sie aufwachsen, helfen ihre Größe und ihr lautes Bellen, Raubtiere abzuschrecken. Somit müssen die Farmer die Geparden nicht mehr bejagen. Auf der Rückfahrt durch die ebene Savanne bekommen wir noch viele Wildtiere zu sehen.
So eland is the biggest antelope. So the male eland can weigh up to 700 kilograms. Yeah, so they also can jump. They are jumping over the fence. It's not like kudu and oryx. It's not like oryx and hartebeest. Kudu and eland can jump. Ja, heute steht der nächste Ausflug an. Heute geht es rauf auf den großen Waterberg. Da darf man allerdings nicht selbst rauf fahren. Ist ein Nationalpark. Das ist aber nicht der Grund. Oben gibt es tiefen Sand und da würde man mit dem eigenen Fahrzeug wahrscheinlich stecken bleiben. Deshalb muss man dann umsteigen und fährt mit dem Guide dann da durch. Da gibt es jede Menge Tiere zu sehen und natürlich hat man von dort oben aus, von diesem Plateau, einen herrlichen Blick in die Landschaft. Und was uns alles vor die Linse gekommen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Von der Waterberg Nationalpark Rezeption fahren wir mit unserem Guide ca. 30 Minuten, bis wir oben auf dem Plateau angekommen sind. Dabei gilt es, einige Tore zu passieren. Nachdem wir uns ein paar Dinosaurierspuren angesehen haben, fahren wir 2 Wasserstellen mit Beobachtungshütten an.